Immer mehr Waschbären, ein Problem. Die Tierklinik der Uni Gießen schlägt Alarm. Wohin mit ihnen? Der ist gefunden worden im Garten beim Holzumschichten als Jungtier. Wir haben den dann erstversorgt. Erstversorgt heißt, wir haben den nur mit Milch gefüttert und langsam an festere Nahrung gewöhnt. Das ist jetzt so eine Art Brei, die der bekommt. Und seitdem bemühen wir uns darum, für den Platz zu finden. Aber der hat nichts. Der hat nichts. Der hat einfach nur das Pech gehabt, von Leuten gefunden zu werden. Und die haben den dann mit dem Kescher gefangen, in den Sack getan und haben den hier abgeliefert. Waschbären. In den hessischen Wäldern sind sie längst zu Hause. Der nordamerikanische Waschbär wurde bereits als Pelztier 1927 nach Deutschland eingeführt. Er hat sich seitdem stark verbreitet. Trotzdem gelten Waschbären als gebietsfremde Arten und dürfen, wenn sie einmal gefangen wurden, nicht mehr in der Natur ausgewildert werden. Zuletzt waren in der Uniklinik Gießen 11 Waschbären mehrere Wochen, die besorgte Menschen abgegeben hatten, darunter ein verletzter, ausgewachsener Waschbär. Der ist letztendlich krank, da können bestimmte Infektionserkrankungen dahinter stehen. Da haben wir Proben genommen und die laufen noch. Darum kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, welche Erkrankung dieses Tier hat. Die Waschbären an eine Pflegestelle zu vermitteln, wird immer schwerer. Wir suchen und suchen und suchen und finden letztendlich niemanden mehr. Und so bleiben die Tiere über mehrere Wochen hier, bis wir dann endlich mal das Glück haben, irgendjemanden zu finden, der denn dieses Tier aufnimmt und es dann halten darf. Die meisten Tierheime nehmen keine verletzten Waschbären an, verweisen Finder an die Polizei oder an Tierärzte. Nicht so das Tierheim Gießen. Mit ihrem Team versorgt Astrid Paparone gerade 3 Jungtiere. Sie wurden am Straßenrand gefunden. Vermutlich ist ihre Mutter überfahren worden. Der Tierschutzverein versucht, die Tiere, die kerngesund sind, in eine Pflegestelle zu vermitteln. Doch das ist schwierig. Die Voraussetzungen, die ein Interessent mitbringen muss, der Waschbären halten sind, werden ganz klar vom Veterinäramt bzw. vom Landratsamt vorgegeben. Das sind Mindestgrößen, sag ich mal, von 20 Quadratmeter für 2 Waschbären. Und auch natürlich die Sachkenntnis muss vorhanden sein und man muss natürlich auch in der Lage sein, sich mit den Tieren ausreichend zu beschäftigen. Das sind Wildtiere, sehr neugierig und die möchten auch beschäftigt werden. Das schauen sich die Ämter dann an, ob sie die Genehmigung geben oder nicht. Pflegestationen findet man in den sozialen Medien. Pflegestationen wie die von Stefanie Hecklinger. Sie hat die Voraussetzungen dafür. Die Tierpflegerin betreut Waschbären bei sich. Sie weiß, dass sie die Tiere nicht mehr auswildern darf und sie lebenslang bei ihr bleiben müssen. Bis zu 16 Jahre wird ein Waschbär alt. Es gibt immer mehr Waschbären und immer weniger Pflegestellen, die Waschbären aufnehmen können. Und dementsprechend ist es wirklich immer eine ziemlich problematische Situation, dass Finder immer nicht wissen, wo sie wirklich Hilfe bekommen und wo sie die Waschbären hingeben können. Immer mehr Waschbären, die ihr Lebensende in Gefangenschaft verbringen müssen. Professor Behrendt von der Uniklinik Gießen meint, das müsste nicht sein. Geschätzt 70% aller Waschbären, die hier abgegeben werden, brauchen überhaupt gar keine Hilfe. Das sind Jungtiere, von denen denkt man, die sind hilflos, aber letztendlich die Mutter ist nur weg, die holt vielleicht Nahrung, die ist weggelaufen oder ähnliches. Und wenn man den Tieren Zeit gibt, dann werden die abgeholt und haben dann weiterhin ein Leben in der freien Wildbahn. Doch wie soll man sich verhalten, wenn man einen verletzten Waschbären findet? Das Allerbeste wäre, wenn man, auch wenn das etwas schwierig ist, den örtlichen Jagdausübungsberechtigten benachrichtigt. Und zwar soll man da keine Angst haben, dass dann dieses Tier gleich erschossen wird oder ähnliches, sondern der Jagdausübungsberechtigte, der kann sehr gut beurteilen, denn das ist der Fachmann, ob dieses Tier überhaupt Hilfe braucht. Markus Stifter vom Hessischen Landesjagdverband sagt, die Jäger haben die Erfahrung zu entscheiden, was mit verletzten Tieren geschieht. Also wenn wir jetzt gerufen werden und sehen, dass da ein Tier wirklich schwer verletzt ist und dem ist nicht mehr zu helfen, dann muss man es allein schon aus Tierschutzgründen erlösen. Weil man muss sich das so vorstellen, wenn das Tier jetzt irgendwie geborgen wird und wird zum Tierarzt verbracht, dann ist das auch ein sehr, sehr großer Stress, allein die Nähe zum Menschen. Und häufig ist es so, dass die Tiere dann schon, bis sie beim Tierarzt sind, versterben oder bei der Narkose. Also würde das relativ wenig bringen, würde das Leid nur verlängern. Und daher sagen wir, man muss sich angucken, ist es ein natürliches Verhalten? Heilt es von selbst aus? Oder ist er so schwer verletztes Tier, dass man es erlösen muss? Waschbären kommen den Menschen immer näher. Sie können große Verwüstungen in Häusern anrichten. Aber auch diese Waschbären sollte man nicht fangen, sondern vertreiben. Als Fazit bleibt, Waschbären nur helfen, wenn sie wirklich verletzt sind und Experten zu Rate ziehen. Denn einmal gefangen heißt in der Regel, den Rest des Waschbärlebens in Gefangenschaft verbringen.